Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mal ein Gebäck, bei dem auch die Kleinen kräftig mithelfen können, die sogenannten Igelplätzchen. Die Plätzchen aus Mürbeteig schmecken nicht nur toll, sie sind auch kinderleicht herzustellen. Und hier sind die Zutaten: 300 Gramm Mehl, 200 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz und ein Päckchen Vanillezucker. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit dem Handrührgerät kurz verrühren. Nach einer halben Minute Rühren sieht der Teig dann so aus. Mit einem Teigschaber vom Rand lösen. Er klebt noch ein wenig. Etwas Mehl darüber geben und kurz mit den Händen noch durchkneten. Bevor ich die Igel formen kann, den Teig für ca. 15 Minuten kühl stellen, mit Folie abdecken oder einfach einen Teller darauf stellen. Nach 15 Minuten beginne ich dann mit dem Formen der Igel und dazu steche ich von dem Teig ein etwa kirschgroßes Teigbällchen ab. Das rolle ich zuerst zu einer Kugel und dann forme ich vorne das kleine Schnäuzchen vom Igel etwas spitz und setze es dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und wie bei den Menschen sieht auch jede Igel etwas anders aus. Und beim Daraufsetzen etwas Abstand lassen. Beim Backen gehen sie noch etwas auseinander. Die Hälfte ist schon gleich geschafft und beim Formen immer darauf achten, dass sie etwa gleich groß sind, dass sie auch die gleiche Backzeit haben. Und man glaubt es kaum, wenn die Igel fertig sind, sehen sie aus wie diese zwei. Das Rezept ergab jetzt 2 Bleche mit kleinen Igeln. Vor dem Backen die Igel noch für ca. eine Viertelstunde kalt stellen. Dann die kleinen Igel im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für ca. 15 Minuten backen. Die kleinen Igel sind fertig gebacken, wenn vorne die Spitzen braun werden. Nach dem Backen vom Blech auf ein Kuchengitter ziehen und vollständig auskühlen lassen. So sollen die kleinen Igel dann aussehen. Sie werden noch mit Kuvertüre bestrichen und Kokosflocken sind die kleinen Stacheln. Dafür schmelze ich noch 150 Gramm Vollmilchkuvertüre. Zum Schmelzen der Kuvertüre verwende ich die Nachwärme des Backofens. Dazu lasse ich den Backofen auf etwa 80 Grad abkühlen und stelle dann die Kuvertüre in den Ofen. Die Kuvertüre ist geschmolzen und jetzt bekommt der Igel noch sein Fell. Dazu nehme ich die Spitze in die Hand und bepinsel die Oberseite zu 2/3 mit der Kuvertüre. Und wenn Kinder dabei sind, könnte man sie aber auch komplett in die Schokolade tauchen. Und dann mit Kokosflocken bestreuen. Und dann klopfe ich die Unterseite etwas ab. Und zum Trocknen am besten gleich wieder auf das Backpapier legen. Augen und Nase mache ich dann zum Schluss.
Es gab gut 60 kleine Igel und aus der restlichen Kuvertüre mache ich jetzt noch die Augen und das Schnäuzchen. Die Verzierung kann man mit einem Schaschlikspieß oder mit einem kleinen Spritzbeutel aufbringen. Und ich zeige kurz, wie man den ganz einfach selber herstellen kann. Ich habe Backpapier in der Größe von 18 x 18. Das einmal in der Mitte falten zu einem Dreieck und eine Seite aufschneiden. Ich brauche nur ein Dreieck dazu und hier nehme ich etwa die Mitte, halte das fest und rolle das Ganze zu einer kleinen Tüte und achte dabei, dass unten die Spitze ganz zu ist. Jetzt die obere Ecke einfalten und 2-3 Mal umknicken den Falz. Und schon ist er fertig und unten geschlossen. Für die Kinder geht es wahrscheinlich mit dem Schaschlikspieß etwas einfacher. Den Spieß in die Kuvertüre tauchen und die Äuglein auftupsen und das Schnäuzchen. Die anderen mache ich mit dem Spritzbeutel. Dazu fülle ich von der Kuvertüre etwas ein und falls viele Brösel in der Kuvertüre sind, dann müsste man einfach etwas nachschmelzen. Das obere Ende feste mit dem Falz verschließen und dann eine ganz kleine Ecke abschneiden. Und so sehen dann die fertigen Igel aus. Die kleinen Igel lassen sich wunderbar in einer Dose aufbewahren und kühl und trocken gelagert halten die Igel etwa 4 bis 6 Wochen. Und zwischen jede Schicht lege ich ein Stück Backpapier. Aber aufgepasst, irgendwie haben die Igel natürliche Feinde und immer wenn ich in die Dose schaue, sind weniger Igel drin. Aber trotzdem, macht sie mal nach. Tschüss und bis zum nächsten Mal.